Der Staat soll sich überall raushalten, außer bei Frauen. Im Jahr 1995 stimmte der Deutsche Bundestag über eine Reform des Abtreibungsrechts ab. Frauen sollen in den ersten Wochen selbst über ihre Körper entscheiden dürfen. Friedrich Merz stimmt mit Nein ab. 2 Jahre später, 1997, stimmt der Bundestag wieder ab. Diesmal ist die Frage, soll Vergewaltigung in der Ehe strafbar werden? Bis dahin ist sie es nicht. Der Trauschein war eine Generalvollmacht, lebenslang gültig. Merz stimmt wieder mit Nein ab. Sein Grund? Eine Klausel, die eine Frau erlaubt, die Anzeige zurückzuziehen. Frauenverbände warnen, der Täter wird sie zwingen, die Anzeige zurückzuziehen. Der überwiegende Teil seiner Kollegen versteht das, Merz aber nicht. Dann 23 Jahre Stille. Keine Erklärung, keine Reue, niemand fragt. Niemand antwortet. Bis 2020. Merz will CDU-Vorsitzender werden. Eine Journalistin findet die alte Abstimmungen im Bundestagsarchiv. Plötzlich ist das Thema in jeder Talkshow und plötzlich findet Merz die Worte, ich würde heute anders entscheiden. Das war keine Einsicht, das war Schadensbegrenzung, Reue mit Karriereplan. 2001 Lebenspartnerschaftsgesetz. Merz nennt es, Zitat, verfassungswidrig. Die Verfassung ist von 1949. Damals war Schwulsein strafbar. Merz beruft sich auf eine Verfassung, die selbst Homosexuelle kriminalisierte. 2018, die Ehe ist für alle. Merz ist plötzlich dafür. Verfassung hat sich nicht geändert, nur die Umfragen. 2002, Merz vor der Presse, Kündigungsschutz weg. Wer mit über 53 Jahren eingestellt wird, soll keinen Schutz mehr haben. 22 Jahre später, als Kanzler, machte er es genauso weiter. 2003, eine neue Reform. Abtreibung in den ersten 12 Wochen sollen legal werden. 77,5% der CDU-Wähler sind dafür, 65% der Katholiken. Merz, skandalös, Affront gegen die Mehrheit, das war ein Zitat. Aber 77,5% ist die Mehrheit. Merz nennt die Mehrheit einen Affront? Das ist nicht Politik, das ist Realitätsverweigerung. Der Abtreibungsparagraf, den Merz verteidigt, ist von 1871, vor 154 Jahren. Wilhelm I. war Kaiser, Frauen durften nicht wählen. Edisons Glühbirne kam erst 1879. Merz verteidigt ein Gesetz, das älter ist als das elektrische Licht. Das ist nicht konservativ, das ist museal. Das Muster? Bei Frauen konservativ, bei Schwulen konservativ, bei Arbeitnehmern konservativ, bei Abtreibung konservativ. 30 Jahre eine Konstante. Aber halt. Februar 2025 im März auf dem CDU-Parteitag. Wir müssen ein offenes, liberales, tolerantes Land bleiben und auch ein Einwanderungsland. Oktober 2025 März in London. Wir brauchen Migranten unbedingt für unsere Arbeitsmärkte. Plötzlich offen, plötzlich liberal. Wie passt das zusammen? Wenn man die richtigen Fragen stellt. Wem nützt es? Frauenrechte kosten, wer zahlt? Männer und Versicherungen. Schwulenrechte kosten, wer zahlt? Konservative Wähler. Kündigungsschutz kostet, wer zahlt? Arbeitgeber. Abtreibung kostet, wer zahlt? Die Krankenkassen. Migration nützt wem? Den Arbeitgebern. Billige Arbeitskräfte. Merz ist nicht konservativ, Merz ist nicht liberal. Merz ist arbeitgeberfreundlich. In jeder Position. 30 Jahre lang. Er hat 10 Jahre für die größte Vermögensverwaltung der Welt gearbeitet. Das ist kein Zufall, dass er die Sprache spricht. Friedrich Merz sagt überall, der Staat soll sich heraushalten. Beim Steuern weniger Staat, beim Wirtschaft weniger Staat, beim Kündigungsschutz weniger Staat.
aber im Schoße einer Frau voller Staat? Den Unternehmern traut er zu, richtig zu entscheiden, den Frauen nicht. Frauen können nicht selber denken, der Staat muss für sie denken. So sieht Merz die Welt. Und wir haben ihn zum Kanzler gemacht. Das stand in den Akten 30 Jahre lang. Wir haben es nicht gelesen. Das ist nicht sein Fehler, das ist unser Fehler. 2003. Merz hat einen Bierdeckel in der Hand. Eine Steuererklärung muss auf einen Bierdeckel passen. Alle klatschen, niemand schaut hin, was drauf steht und warum Krankenschwestern und Bäckern am meisten verlieren würden. Das sehen wir uns im nächsten Video an. Abonniert.